Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz der AfD. Gestern war ein sehr guter Tag für die Demokratie. Trotz monatelanger politischer, medialer, geheimdienstlicher Diffamierungs- und Verleumdungskampagnen hat der Wähler die Alternative für Deutschland zur zweitstärksten Kraft im Bund gemacht und mit Abstand zur stärksten Kraft in Ostdeutschland. Dazu ist zu sagen, dass eine große Zahl von Bürgern sich durch diese konzertierten Bevormundungsversuche von Politik, den etablierten Medien und auch steuerfinanzierten Lobbyorganisationen nicht hat ins Boxhorn jagen lassen und auch nicht vom politisch instrumentalisierten Geheimdiensten wie dem Verfassungsschutz im Bund, Stichwort Haldenwang, und auch die Landesverfassungsschutzämter. Ich glaube, dass die AfD, dass wir als Partei den Wähler überzeugen konnten in den ganz entscheidenden Fragen, die sie auch bewegen. Und die entscheidenden Fragen, und das haben Sie auch in der Nachwahlbetrachtung sehen können, sind die innere Sicherheit unseres Landes, die Migrationspolitik und vor allen Dingen auch die wirtschaftlichen Fragestellungen. Denn der Standort Deutschland erodiert im internationalen Vergleich. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Menschen haben Angst um ihre Zukunft, weil die Politik keine Antworten mehr geben kann auf die drängendsten Fragen dieser Zeit. Und die Wähler haben auch erkannt, dass wir als AfD diese Sorgen erkannt haben und auch Antworten geliefert haben. Dieses Wahlergebnis zeigt auch, dass die Ampelregierung keine Mehrheiten mehr hat. Eigentlich sollte Bundeskanzler Scholz dem sehr guten Beispiel von Emmanuel Macron folgen und den Weg freimachen für Neuwahlen. Und das ist auch unsere Forderung hier, die Vertrauensfrage zu stellen im Deutschen Bundestag und den Weg freizumachen für Neuwahlen im Deutschen Bundestag. Die Menschen haben es satt. 80% sind unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Denn die Bundesregierung macht seit 2021 eins, sie macht Politik gegen die eigene Bevölkerung. Vielleicht auch hier ein paar Zahlen. 3/4 der Menschen wollen kein Verbrennerverbot. Sie wollen weiter mit dem Benziner und Diesel fahren. 80% der Menschen sind für die Weiterführung der Kernkraftwerke. Auch hier der Zusatz Kernkraft, moderne Kernkraftwerke, so wie sie Deutschland einmal sind CO2-neutral. Es gilt ja allgemeinhin, vor allen Dingen in der EU, als grüne Technologie. Die Bundesrepublik Deutschland ist energiepolitischer Geisterfahrer. Wir sind das einzige Industrieland, das grundlastfähige Kraftwerke abgeschaltet hat. Und da müssen wir auch sehen, woher wir kommen. Deutschland hatte die sicherste und günstigste Energieversorgung weltweit. Und das haben wir politisch über Bord geworfen. Die Menschen können die Energiepreise nicht mehr bezahlen, die Unternehmen auch. Ich finde das immer ganz interessant, wenn ich die Frage stelle, wie gestern Abend auch in der Wahlsendung, nach der Anzahl der Geschäftsaufgaben im Jahr 2023, denn für mich zählen nur Zahlen, Daten, Fakten, dann kann mir niemand diese Zahlen beantworten. Es sind 176.000 gewesen. Es ist eine dramatisch hohe Zahl, die man nicht mehr ignorieren kann. Und das ist auch der Grund, warum diese Ampelregierung abgestraft wurde und den Weg frei machen sollte für Neuwahlen. Ich glaube, ich möchte es dabei belassen, denn Tino Kruppalla wird jetzt noch die Ergebnisse ausführen, auch der Kommunalwahlen, vor allen Dingen auch in Ostdeutschland. Und zu meiner Rechten sehen Sie hier den neu gewählten Delegationsleiter der AfD-Delegation
im Europaparlament, der danach auch noch das Wort hat. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Die Dinge, die Alice Weidel gerade ausgeführt hat, zum Anfang vielleicht noch mal auch dahingehend den Dank an unsere Wähler, natürlich auch an unsere vielen ehrenamtlichen Mitglieder, die natürlich auch in diesem Europawahlkampf, der für uns wie jeder Wahlkampf, und das hat sich auch wieder gezeigt, sehr schwierig war, das will ich überhaupt nicht verhehlen, der sicherlich rucklig angefangen hat, der aber auf dem Endspurt doch gezeigt hat, dass eine Geschlossenheit auch für unsere Partei wichtig ist, dass alle Kandidaten und auch diejenigen, die Wahlkampf gemacht haben, an das Ziel geglaubt haben, dass wir zweitstärkste Kraft in diesem Land wären. Und das haben wir mit diesem tollen Ergebnis erreicht. Wir haben 35–40% neue Wähler dazu gewonnen. Allein wenn man sich die Wählerwanderung anschaut, spricht das dafür, dass wir auf das richtige Programm und vor allen Dingen auf die richtigen Themen gesetzt haben. Wir haben nämlich Alleinstellungsmerkmale zu dem Einheits- und Konsensbrei der anderen Parteien, wo man die Unterschiede zwischen FDP, SPD und Grünen überhaupt nicht mehr sieht und ich denke auch für den Wähler nicht mehr sichtbar macht. Wenn man allein schaut, dass wir 620.000 Wähler von der CDU dazu gewonnen haben, 580.000 Wähler von der SPD und 470.000 von der FDP, auch von der Linkspartei über 160.000. Also das zeigt eigentlich, dass wir ein breites Spektrum haben, um auch der Frage links, rechts, von welcher Seite, von welcher Mitte die Wähler gekommen sind. Das ist vielfältig und dass wir entgegen dessen, was ich auch immer vermutet habe, eben kaum Stimmen an das Bündnis Sarah Wagenknecht abgegeben haben, was eigentlich auch zeigt, dass zwei Parteien, das ist die AfD und BSW, mit dem Merkmal als Friedenspartei hier die Wahlen gewonnen haben und auch hier die stärksten Zuwächse haben. Wenn man sieht, dass ein Bundeskanzler Scholz sich als Friedenskanzler plakatieren lässt und die Eskalation, und ist das, was in der Bevölkerung natürlich eine Riesenrolle spielt, immer weiter voranschreitet mit weiteren Waffenlieferungen und wir und die Bürger natürlich auch hier die Forderung haben nach Deeskalation, nach Verhandlungen, nach Diplomatie, dann ist das der größte Wunsch der deutschen Bevölkerung, dass man sich um diese Themen auch kümmert. Natürlich auch, wie es Alice Weidel gesagt hat, was die innere Sicherheit, was die Migrationspolitik angeht, die ja immer noch nicht gelöst ist und wo auch die EU mit eine Hauptverantwortung trägt. Zu den ostdeutschen Kommunalwahlen möchte ich sagen, auch da bin ich wirklich sehr froh und auch dankbar, dass wir zum Beispiel in Sachsen alle Kreistage mit deutlicher Mehrheit gewonnen haben, dass wir dort die Brandmauern, die ja immer wieder zelebriert werden, dass die de facto gestern durch den Wähler eingerissen wurden, weil Landräte in Zukunft mit der AfD zusammenarbeiten müssen, um Projekte durchzusetzen, um natürlich auch dort für Mehrheiten zu sorgen. Wir haben immer gesagt, wir stehen dazu gerne bereit, weil hier geht es gerade auf kommunaler Ebene um die wirklich drängenden Probleme der Bürger vor Ort, um die einfachen Dinge, nicht um die Blasenprobleme, die teilweise hier in Berlin vorgetragen werden, die die einfache Bevölkerung überhaupt nicht mehr interessiert. Und von daher freut mich das sehr, dass wir so auf kommunaler Ebene jetzt auch als AfD verwurzelt sind, weil das ist unsere Basis auch für die Zukunft, für die Landtagswahlen, die uns natürlich dementsprechend Rückenwind geben, aber auch für die anstehende Bundestagswahl nächstes Jahr. Auch ein sehr erfreuliches Ergebnis ist die Wahl oder beziehungsweise die Wahlzustimmung der 16- bis 24-Jährigen, wo wir mit der CDU stärkste Kraft geworden sind. Und das zeigt sich, dass wir funktionierende Elternhäuser haben und dass die Ideologisierung in den Schulen nicht funktioniert und dass die Jugend, und ich nehme das auch und habe das auch im Wahlkampf mitbekommen, dass sie eben hier klar die rebellische Jugend auf Protest setzt und sich eben nicht vorschreiben lässt, was sie zu wählen hat oder wie sie uns als Partei sieht. Das macht mich ein Stück weit stolz. Das zeigt auch, dass teilweise die Medienkampagnen, die gefahren wurden und die natürlich auch aufrufen, in den Schulen aktiv hier uns auszugrenzen, uns von Wahlpodien fernzuhalten, aber genauso auch hier Einfluss zu nehmen auf eine freie Entscheidung der Wähler, dass das gescheitert ist. Und das ist auch ein Stück weit ein Punkt, wo ich dahingehend die Medien mal in die Selbstreflexion bitte zu überdenken und zu überlegen, ob diese Attribute, und wir haben es ja gestern auch in der Wahlarena gesehen, wo meine Co-Vorsitzende dabei war, uns permanent als Nazis beschimpfen. Es hat ausgedient. Diese Attribute sind beim Wähler nicht mehr verfänglich. Man hat andere Probleme in diesem Land, vor allem wirkliche Probleme, um die man sich kümmern muss, um die sich die Politik kümmert, anstelle den politischen Kontrahenten weiter zu beschimpfen oder auszugrenzen. In diesem Sinne sind wir
vom Bundesvorstand in Gänze sehr zufrieden mit diesem Ergebnis und es gibt uns Motivation, wie ich schon eingangs sagte, für die Landtagswahlen, für die Bundestagswahl. Ich möchte mich auch bei René Aus, der wie gesagt als Delegationsleiter soeben gewählt wurde, bedanken für die letzten Auftritte auch in den Wahlarenen und übergebe auch damit an René Aust. Vielen Dank. Ja, soweit Tino Kruppalla. Zuvor hat Alice Weidel gesprochen und Sie haben beide Erklärungen, Gründe dafür geliefert, weshalb die AfD zweitstärkste Kraft geworden ist in Deutschland bei dieser Europawahl. Einiges kann man davon sicherlich so inhaltlich stehen lassen. Bei anderen Punkten muss man aber noch mal genauer hinschauen, denn da ist sicherlich einiges, was rechtsstaatlich so nicht stehen bleiben kann. Wir gehen weiter zu Max Hermes, der das Ganze sich aus Dresden auch mit angehört hat. Alice Weidel hat ja da den Verfassungsschutz und den Landesverfassungsschutz noch mal abgewatscht und hat da von einer konzertierten Bevormundungsstrategie gesprochen. Da geht es eben da auch darum, um die Ermittlungen gegen die Spitzenkandidaten Krah und Bistron und um die Einstufung als rechtsextreme Organisation. Das hat ihr natürlich nicht gefallen. Und wenn Herr Kruppalla davon spricht, dass der Wahlkampf ein Alleinstellungsmerkmal hatte, weil man mit dem Merkmal Friedenspartei vom Wähler jetzt sozusagen geadelt worden sei. Auch das ist zumindest fragwürdig bei einer Partei, die durch ganz große Russlandnähe ja auch auffällt. Max, wie kam das Ganze bei dir an? Ja, wir müssen absolut sagen, also die Verfassungsschutzbeobachtungen, das ist ja etwas, was Monate und zum Teil Jahre vorbereitet wird. Der Verfassungsschutz sammelt Belege, muss da auch sicher sein, dass keine V-Männer möglicherweise, also die Menschen, die in die Partei dann eingeschleust werden, dass die möglicherweise befangen sind und dass dadurch eine solche Beobachtung platzen könnte dann vor Gericht. Also all das ist lange vorbereitet worden und auch dann gerichtlich bestätigt worden. Also hier von einer Bevormundungsstrategie zu sprechen, geht dann tatsächlich an der Wahrheit vorbei. Da versucht Alice Weidel sich gezielt oder ihre Partei gezielt in die Opferrolle zu drängen. Fakt ist aber, das Ganze hat einen langen Prozess durchlaufen und es gibt eben auch immer wieder Äußerungen von Parteimitgliedern, die dann das eben auch rechtfertigen, auch aus gerichtlicher Sicht. Also das zu dem Punkt Verfassungsschutz, Beobachtungen und dann der Punkt Friedenspartei. Alexander, du hast es angesprochen, da spielt die AfD vor allen Dingen darauf an, dass sie da immer mit Russland sehr eng im Gespräch ist und zum Teil ja auch die Russlandnähe dann dazu führt, dass AfD-Mitglieder in den Spionageverdacht für Russland geraten. Also das auf der anderen Seite. Aber diese Russlandnähe bedeutet aus Sicht der AfD, dass die Ukraine beispielsweise jetzt Friedensverhandlungen mit Russland zu russischen Bedingungen möglicherweise dann eingestehen müsste und dass die Ukraine Teile ihres Territoriums, also die Ukraine, die völkerrechtswidrig angegriffen wurde, an Russland abgeben müsste. Und das wird dann aus AfD-Sicht als Frieden dargestellt. Also das geht dann auch noch mal als eine ganz besondere AfD-Betrachtung ein. Aber mit Frieden hat das sicherlich dann wenig zu tun, wenn das Land, das angreift, dann das Land ist, das den Frieden bringen soll. Also das sind die Beobachtungen, die man aus dieser Pressekonferenz mitnehmen kann. Fakt ist aber hier vor Ort, auch in Sachsen, in Dresden, mit den Menschen habe ich mich unterhalten. Hier wird viel Unmut über die Ampelkoalition auch ausgedrückt. Tatsächlich, den Punkt muss man Alice Weidel auch geben, die Themen innere Sicherheit, die Themen Migration, die fühlen die Menschen hier nicht gut aufgehoben in den Händen der Parteien, die sich aktuell darum kümmern. Hier ist vielfach eben die Rede auch von Flüchtlingsheimen, von Turnhallen etc., die voll wären, von Integration, die nicht stattfindet. Das ist das, was den Menschen hier auf den Nägeln brennt und weshalb sich hier wohl auch viele Protestwähler für die AfD ganz gezielt entschieden haben. Man muss auch sagen, die CDU ist hier seit Jahrzehnten in Regierungsverantwortung. Der regierende Ministerpräsident Michael Kretschmer, der hat auch versucht, in Töne der AfD anzuschlagen. Er hat sich auch zum Teil sehr migrationskritisch geäußert. Er hat sich auch sehr russlandnah geäußert. All das hat ihm offensichtlich nicht den Bonus dann jetzt bei den Wählern eingebracht, als dass er davon jetzt bei dieser Wahl hätte profitieren können. Also da werden sich die Parteien aus der Mitte jetzt noch Konzepte überlegen müssen, wie können sie Wähler zurückgewinnen. Bei den Landtagswahlen spielen sicherlich auch noch andere Dinge, die im September ja stattfinden, eine Rolle, wie Amtsbonus, wie andere Strukturen, aber vor allen Dingen erst einmal ein Denkzettel hier für die Parteien der Mitte und ein Gewinn für die AfD. Max, vielen Dank für diese Einordnung aus Dresden zum Pressestatement, zur Pressekonferenz bei der AfD.